first of all, I'd like to pray, if I may. Und ich möchte zuallererst beten. Lord, thank you for this house. Ich danke dir für dieses Haus, mein Gott. Thank you for everybody in it. Für jeden Einzelnen hier. Thank you for the absolute privilege and honor it is to be speaking here today. Und für dieses Privileg und diese Ehre, dass ich hier sprechen darf. And Lord, I pray that my words will Und not ich be my bete, words, dass meine Worte nicht meine Worte sein werden, that they will be your words. sondern dass sie deine Worte sein werden. You know what I'm going to say before I say it. Du weißt, was ich sagen werde, bevor ich es tue. So Lord, bind my tongue of anything that's not of you, Und deswegen nimm alles weg, was nicht von dir ist. and loose my tongue for anything that is. Und befreie meine Zunge für alles, was von dir kommt. Lord, I pray that everything that you want to get out today will get on out. Und ich bete, dass alles, was du heute sagen möchtest, dass heute herauskommen wird. That none of your words will fall flat on the floor. Und kein einziges Wort wird von dir leer auf den Boden fallen und wieder zurückkommen. They will all reach their intended target. Sie werden alle das erreichen, wozu du sie aussendest. I'll be able to give what you want me to give, Ich werde das geben, was du möchtest, dass ich gebe. and people will be able to receive what you need them to receive. Und die Menschen werden empfangen das, was sie empfangen sollen. In your glorious name. In deinem wundervollen Namen. Amen. Amen. Guten Morgen. Guten Morgen. Obrigado. Did I say that correctly? I used Google Translate and I hope it gives me the right translation. Ich habe Google benutzt und ich habe gehofft, dass es mir die richtige Übersetzung gibt. I didn't want to say something offensive, Ich wollte nichts irgendwie Angreifendes sagen. like a good goat or something like that. Good goat. I didn't want Google Translate. It doesn't matter. It's okay. So, I'm very happy to be here today. Ich bin wirklich glücklich, heute hier zu sein. And so thank you for inviting me to your home. Und deswegen danke, dass ihr mich hierher eingeladen habt. But first of all, thank you to Olga for introducing us. Und das erste natürlich danke Olga, dass sie uns überhaupt bekannt gemacht hat. She's an absolutely amazing woman. I Sie can ist tell you eine that. einfach unglaubliche Frau. Spasiba. And she taught me that as well. Und sie hat es mir auch gesagt. And also, I wanted to also say thank you to this amazing woman. Und ich möchte auch zu dieser wundervollen Frau Danke sagen. And her incredible husband and family. Und ihren wundervollen Mann und Familie. I can't see, is he? Oh, there he is. He's hiding. They've had us in their house and they have been the most amazing hosts. Wir leben bei ihnen zu Gast und sind die besten Gastgeber. Did you translate that correctly? I'm going to say things that are going to really embarrass you now. I'm going to say how amazing you are, what a great cook you are, how amazing you give us such nice words, and you give over your... You need to translate. Ich möchte sagen, was für eine tolle Köchin sie ist. I didn't remember the rest. She's awesome. And Sergey himself as well. What a man. When he Sie opened the sind so door, toll und Sergei auch, als einfach nur die Tür öffnete when he opened the door and I saw him, und ich ihn gesehen habe, all I thought was, oh, alles, was ich mir dachte, oh, he's a good man. ist ein guter Mann, Yeah, very good man. wirklich toller Mann. And also thank you to Pastor Vasily. Und auch natürlich danke Pastor Vasili. Did I say that correctly? Thank you. Thank you, brother. You are Danke amazing. Bruder, du bist einfach unglaublich. I am actually in awe of this man. He's a good man. Ich ehre diesen Mann, er ist ein wundervoller Mensch.
And I had the benefit of him sharing some of his story. Und ich hatte den Vorteil, dass ich mit ihm einige Geschichten erzählen durfte. And I must say I love this man. Und ich kann sogar sagen, ich liebe diesen Mann. So thank you. So danke dir. So I'm having so much fun since we've arrived here. Und wir hatten so viel Spaß, seitdem wir hier sind. We had the prayer and worship night on Wednesday night, was it? Wir haben am Mittwoch einen Gebetsabend gehabt hier. And my amazing wife Fiona, who you've already Und meine wundervolle Frau, die ich schon bereits euch bekannt gemacht habe, she spoke, sie hat gesprochen. and she opened the door for the Holy Spirit, Und sie hat die Tür für den Heiligen Geist geöffnet. and he came in Und er kam. and he messed everything up. Und er hat einfach alles durcheinander gebracht. It was fantastic. Es war einfach unglaublich. There was people being healed, Menschen wurden geheilt, they were crying, haben geweint, they were falling, sind gefallen they were staying fallen down, oder sie sind fast gefallen they were still down, und sie waren immer noch da unten still down. und immer noch da. There's one girl who was laughing and crying at the same Und time. ein Mädchen war da, die geweint und gelacht hat zur gleichen Zeit. Ah, da ist sie. She's amazing. Du bist unglaublich. So we had that. That was Wednesday night. Das war am Mittwoch. And then Friday night. Was that your Friday No, night? Friday night was the Sorry? crying. Oh, it's Friday night was the crying. That's right. It was too. Das war am Freitag auch. So Friday night was it's your youth. Yeah. Yes. Am Freitag hatten wir die Jugend And that was so much fun as well. und das war auch einfach toll. Again, the Holy Spirit had better plans than us. Und der Heilige Geist hat wieder unsere ganzen Pläne verändert. So things were happening there as well. Und Dinge sind da auch passiert. And it's just been amazing to meet so many incredible people Und es ist für mich einfach so unglaublich schön, so viele tolle Menschen zu sehen. with open hearts Mit ihren offenen Herzen. and chasing after Jesus Und die nach Jesus verlangen und suchen und rennen. and inviting the Holy Spirit in Und den Heiligen Geist einladen. and then hosting Him. Und ihn dann behalten und ihn dann haben. It's one thing to say, Es ist eine Sache I come. zu sagen, komm. It's another thing to say, stay. Aber eine andere zu sagen, bleib. On top of that, Und zum Schluss, Sergey took me out to this. I'm going to say this. No, I have to be careful the way I say this. He took myself and somebody out Friday night to und wir sind mit Sergei am Freitag und mit noch zwei anderen where the prostitutes are, zu einer Straße gefahren, wo die Prostituierten sind. and then onto the railway station. Und dann zum Bahnhof. And we had a lot of fun. Und wir hatten viel Spaß. We gave prophetic words. Wir haben prophetische Worte ausgesprochen. We had some healing. Wir hatten einige Heilungen. Olga led 3 prostitutes to Jesus. Und durch Olga haben sich 3 Prostituierte bekehrt. It was fantastic fun. Es war einfach so fantastisch. It was brilliant actually because one of the prostitutes, Es war einfach brillant, denn eine der Prostituierten we asked them if they needed anything, if they had any pain. haben wir gefragt, ob sie irgendwie einen Schmerz hätte. And one of them straight away said yes, she had ankle pain. Und einer hat gesagt, ja, sie hatte Knöchelschmerzen. So I said, sure, we'll pray for you. Und wir haben gesagt, wir beten für dich. And then we prayed for her. Und wir beteten für sie. And she's like, Und sie war dann she total couldn't believe it. She's verblüfft. like, oh, it's Und gone. sagte, All the pain was oh, gone. der ganze 100% Schmerz gone. ist weg, ist komplett weg. So she'd gone from being very, very much in pain Und sie ist von dem Moment, wo sie total viel Schmerz erlebt hatte, to no pain. zu gar keinem Schmerz. So then we go on to the next girl. Und dann gingen wir zum nächsten Mädchen. And we pray for her. Und wir beteten für sie. And she's healed. Und sie wurde geheilt. And it was like a chain. Und es war wie eine Kettenreaktion. Like they're all lined up, hands on each other. Und wir haben einfach die Hände aufeinander gelegt. It's fantastic. Und es war fantastisch.
And I was just standing here like this the whole time, Und ich stand einfach nur so die ganze Zeit listening to everything we had to say. und habe einfach zugehört zu allem, was gesagt They were wurde. just like, I would say something and then Olga would Ich translate. habe was gesagt, Olga hat übersetzt. And it was difficult because I'm from Bulgaria, Und es war etwas schwierig, weil die Mädchen aus Bulgarien waren. so their Deutsch was small. Und so, the German was not much. So war ihr Deutsch nicht, sie hatten nicht viel Deutschkenntnisse. And their English was even less. Und Englischkenntnisse noch weniger. And I only have 2 words in Deutsch. Und ich habe nur 2 Worte im Deutschen. Actually, it's more than that. Yeah. 2. 2 Worte, die ich jetzt gerade nicht weiß. So, and no Hungarian. Und überhaupt... Bulgarian. Yeah, Bulgarian, sorry. Und überhaupt kein Bulgarisch. Yeah, Bulgarian. So, translation was fun, Und die Übersetzung war wirklich toll. but it still happened Und es passiert immer noch. because Holy Spirit turned up. Weil der Heilige Geist gekommen ist, hinzugekommen ist. So we've had lots of fun. Und wir hatten wirklich viel Spaß gehabt. That's just some of it. Die meiste Zeit. But I should introduce myself. Aber ich möchte zuerst mich vorstellen. Have the first slide, please, guys. Can you see that, or is it too light on? Könnt ihr das There we go, that's sehen? better. Okay, jetzt wird's etwas. So, there's myself, obviously. Das bin ich, offensichtlich. My gorgeous and amazing wife. Meine wunderschöne und tolle Frau. And our incredible middle child, our oldest daughter. Unsere mittlere Tochter. Some of you have already seen this photo before. Einige von euch haben dieses Foto bereits gesehen. But I thought for consistency. Aber ich dachte, damit wir einfach dabei And her bleiben. name is Ellie. Ihr Name ist Ellie. And then out at the other end, in the next, I'll skip him in the middle. Und das nächste Mädchen, I'll see if I can get him behind you. So this is our youngest, our das ist Hannah. unsere jüngste Tochter, das ist Hannah. And this is our oldest, our son, Und das Lockie. ist unser ältester Sohn, das ist Or Lachlan. Lockie. Yeah, Lockie or Lachlan. Lockie. So we have Glenn, Fiona, Alan, Wir haben Glenn, Fiona, Ellen, Hannah, Hannah and Lockie. und Lockie. So Hannah, and this is also Hannah. Und das ist auch eine Hannah. Are you confused yet? Seid ihr jetzt schon ein bisschen verwirrt? No? Yes. Hannah, this is Hannah. Das ist Hannah. She's married to Lockie. Sie ist verheiratet mit Lockie. This is Lockie Sylvie. Das ist Lockie Sylvie. This is Hannah Sylvie. Hannah Sylvie. Lockie Sylvie, Hannah Sylvie. Lockie Sylvie, Hannah Sylvie. Lockie's sister, Hannah. Lockies Schwester ist auch Hannah. Lockie's wife, Hannah. Und seine Frau heißt auch Hannah. Hannah Sylvie. Hannah Sylvie? Hannah Sylvie. Hannah Sylvie. You can imagine how confusing it is in our house. Könnt ihr euch vorstellen, wie verwirrend das ist in unserem Zuhause? Hannah is the long word. Ha Hannah is her full name. Hannah ist ihr voller Name. Or for short, we say Han. Und kurz sagen wir Hen. So we can't say Han because they both answer. Wir können nicht Hen sagen, weil beide antworten. We say Hannah, they both answer. Wir sagen Hannah, also antworten beide. We still haven't figured it out yet. Wir haben es immer noch nicht herausgefunden, wie wir es machen sollen. This one's a little easy. This one's Ben or Das Benjamin. ist Ben oder Benjamin. Ben is now married to Ellie. Benjamin ist verheiratet mit Ellie. It's a little obvious because it is a wedding photo. Es ist etwas, It's a wedding photo. es ist ein Foto der Eheschließung, der Heirat. So Ellie and Ben are now married. Die beiden sind jetzt verheiratet Ben and Lachlan und Ben und Lachlan are best friends. sind beste Freunde. So best friends, Beste Freunde, sister steps in and becomes die Schwester wird zur Ehefrau. and best friend. Die Schwester ist mit dem besten Freund I'd verheiratet. like to keep it tight. It's just a close family. Das ist eine sehr nahe Familie. And you might also be interested to know that Benjamin's father is Russian. Und ihr würdet vielleicht wissen wollen, dass Benjamins Vater aus Russland kommt. Oder ein Russe ist. Although he came to Australia when he was a little younger. Er kam nach Australien, als er etwas jünger war. So my daughter calls him Vladimir. Meine Tochter nennt ihn Wladimir. Als Spaß. So that's my family. Das ist meine Familie. On the next slide, please. Und die nächste. A slightly larger family.
Das ist unsere ganze Familie. I won't go through them all, but in there is my 2 brothers Da sind meine 2 Brüder, and one brother's wife and his 2 boys, die Frau von einem Bruder und ihre 2 Kinder, my parents, meine Eltern, my brother and his wife, mein Bruder und seine Frau and one daughter, und eine Tochter and my uncle. und mein Onkel. So that's a slightly larger family. Das ist ein etwas größerer Bestand unserer Familie. And that's me. Und das bin ich. And that's my amazing wife on the back. Das ist meine wundervolle Frau hinter mir. And that was my beloved motorcycle. Das war mein geliebtes Motorrad. I love that bike. Ich habe es so sehr geliebt. Es war sehr schnell. Very fast. So this was on a weekend away. Das war auf dem Weg. So this is another friend of mine. His name's Brad. Das ist ein Freund von mir. Sein Name ist Brad. He used to race motorcycles. He used to race them. Er ist Wettrennen gefahren. And he was very, very, very fast. Und er war sehr schnell. He was faster with his wife on the back Er war noch schneller mit seiner Frau hinten than I was just on my own. als ich alleine. But I was still fast. Aber ich war schon schnell. And he was faster. Und er war noch schneller. So I like to go fast. Und ich mag es, schnell zu fahren. I like to play hard. Play hard. Ich mag es, heftig zu spielen. I grew up on a farm with Ich bin auf einer Farm groß geworden, auf With einem 2 Bauernhof brothers? mit 2 Brüdern, where men were men. wo Männer waren. Men were men. Männer waren Männer. Yes, we were men. And we were Ja, proud. die waren Männer. Puff out our chest. Wir haben unsere Brust herausgestreckt. Can you translate that, please? So, I'm a man. Ich bin ein Mann. But we'll come back to that a little bit later. Wir kommen dazu etwas später. About the fact that I'm a man. Über die Wahrheit, dass ich ein wahrer Mann bin. So I grew up on a farm, Ich bin auf einer Farm groß geworden. 3 brothers, 3 Brüder, no sisters. keine Schwestern. None of my neighbours were sisters. Keine meiner Nachbarn waren Schwestern. Apart from my mother Ein Teil von meiner Mutter. and the neighbours that had mothers. Meine Mutter war eine und einige Frauen von den Nachbarn. There were not many women around for Es waren very nicht many miles. wirklich viele Frauen um uns herum. So that's how it was. I grew up being a man. So war es, so bin ich als ein Mann aufgewachsen. Men don't cry. Und Männer wachsen. Men are men. Männer sind Männer. Then I moved to Melbourne and I used to play Australian football. Ich habe australischen Fußball gespielt. I'm sorry, I forgot Oh, this ich habe photo. dieses Bild vergessen. This is one of my other loves, Das ist die andere Liebe von mir. the other sort of motorcycling. Achso, das ist Lachlan. So this is myself here, Das bin ich hier and this is my son. und mein Sohn. I should say our son. Ich sollte sagen, unser Sohn. So this is us at one of the tracks. Das war auf einem der Rennstrecken. Can you show the next slide, please? That's me. Das bin ich. Actually, it's not. It's not. Nein, das bin ich nicht. This is actually our son. Das ist unser Sohn. It's not bad, is it? Nicht schlecht, oder? I was very proud of him. Ich war sehr stolz auf ihn. So this is the sort of life that I like to lead. Diese Art von Leben mag ich zu leben. If there's no danger, there's no fun. Wenn es kein Risiko gibt, dann gibt es keinen Spaß. That's not entirely true, Es ist nicht komplett wahr, but there's nothing wrong with a bit of danger, aber es ist nichts schlecht mit etwas Risiko. or even a lot of danger sometimes. Oder manchmal viel Risiko einzugehen. Playing Australian football as a young man, Und australischen Fußball zu spielen als junger Mann, I used to play it hard. ich habe es wirklich hart gespielt. I used to like it hard. Und ich mochte es auch so. If I didn't feel like I'd been hit by a truck, Bevor ich nicht gedacht habe, dass mir so stark wehgetan wurde, I didn't think I played well enough.
habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich gut gespielt habe. Also bis ich nicht komplett fertig war und überall blaue Flecken hatte, hatte ich nicht das Gefühl, ich hätte gespielt. I hadn't put myself forward enough. Dass ich nicht genug von mir ins Zeug, genug mich ins Zeug gelegt I hätte. hadn't sacrificed myself enough. Ich hätte mich nicht genug geopfert dafür. But it was fun, I enjoyed it. Aber es war wirklich Spaß und ich habe es genossen. I used to do rock climbing, Ich bin auch Berge geklettert. water skiing, Ich bin Wasserski gefahren, snow skiing, Schnee, Ski gefahren. slopes, yep. Ski gefahren. Whitewater kayaking, you know, rapids down the river, kayaking. Hiking, Kajak gefahren. Paddling, yeah. In caving. Caving is where it's you go down a hole. Diese ganz starken Abgründe von Flüssen. And you go squeeze down. Und du wirst eingequetscht. And you squeeze down and you go around. Und dann gehst du da drum herum. And you might come into a bigger space. Und dann kommst du zu einem etwas größeren Maybe small. Platz und dann hast du wieder You twist weniger. this way. Und dann musst du dich wieder einquetschen. So und so und so. You get squashed. Und du wirst eingequetscht. The first cave I went into, Die erste Höhle, in die ich hineingegangen bin, we got lost. haben wir uns verloren. Wir sind verloren gegangen. We couldn't find our way out. Wir konnten unseren Weg nicht herausfinden. The second cave we went into, Und die zweite Höhle, in die wir hineingegangen sind, I got stuck. bin ich stecken geblieben. Third cave, Die dritte I got stuck again. bin ich wieder stecken geblieben. It was great fun. Es war wirklich Spaß. I enjoyed it. So Ich habe es wirklich genossen. I enjoy pushing myself and being risky. Ich habe es genossen, mich selbst so etwas hinauszuschieben und einfach etwas zu riskieren. But I also like the quiet stuff as well. Aber ich mochte auch diese ruhige Seite. I like to sit by a campfire. Ich mag es, am Lagerfeuer zu sitzen. I love to just sit and look at nature. Ich liebe es einfach zu sitzen und die Natur zu beobachten. It's very beautiful around Es here ist too. wunderschön. Very beautiful. Wunderschön. I love you've got good soil, good farmer's soil here too. The soil in the ground. Ich mag es gerne, mir die Felder It's anzuschauen. good soil, good for crops. Gut für eine bestimmte Getreideart. So that's a little bit about me Das bin ich and who I am. und wer ich bin. And I'm a man. Und ich bin ein Mann. Did I say that I was a man? Habe ich schon gesagt, dass ich ein Mann wäre? I'm here in a suit. Ich bin hier in einem Anzug. I must be a man. Ich muss ein Mann sein. I'm tall. Ich bin groß. Do I look like a man? Sehe ich aus wie ein Mann? Do I sound like a man? Höre ich mich an wie ein Mann? I'm wearing a nice suit, Ich trage einen schönen Anzug a nice tie, zu einer tollen Zeit. shiny black shoes. Ich habe schöne, glänzende Schuhe. I'm a man. Ich bin ein Mann. But I'm wearing a pink shirt. Aber ich habe ein rosa Hemd. Am I still a man? Bin ich immer noch ein Mann? I don't know about that. Weiß ich nicht. Ist I'm das wearing so? pink. Pink is a girl's colour. Ich trage ein pinkes Hemd. Ist eigentlich ein Mädchenfarbe. And I'm in church. Und ich bin in der Gemeinde. And I'm speaking. Und ich spreche. So therefore in some churches I must wear a suit. Also in der Gemeinde muss ich einen Anzug tragen. If I was to stand up here in anything less than a suit, then I'm being offensive. Wenn ich in etwas anderes hier stehen würde als in einem Anzug, dann würde ich verachtend sein. I'm not respecting God. Ich erwarte Gott nicht. I'm not fearing God. Ich habe keine Angst vor Gott. I'm not honouring Him. Und ich ehre ihn nicht. Am I still a man? Bin ich immer noch ein Mann? Standing here in my pink shirt Ich stehe hier in meinem pinken with Hemd my shiny silver tie. mit meiner seidenglänzenden Krawatte. Am I respecting Father God? Bin ich ein respektierter Mensch? I'd say so. Ja, das What ist if I take the so. tie off? Was ist, wenn ich die Krawatte abmache? Or just looks like? Sieht nicht so gut aus. How's that? Wie Alright. ist das, wenn ich mit so einer Krawatte I'm the top rumlaufe? colour. Und ich mache den ersten Knopf auf.
Don't worry, I'm not going to take it all off. Macht euch keine Sorgen, ich werde nicht alles ausziehen. It's okay. Es ist okay. It's almost see people panicking. Stop. Ich sehe schon die Menschen haben Angst. Oh, bitte hör auf, bitte hör auf. I thought I was coming to church. Du, ich dachte, du kommst in die Gemeinde. Am I still a man? Bin ich immer noch ein Mann? So what is a man? Was ist ein Mann? Does anybody have an answer? Hat jemand eine Antwort? Could anybody say to me, this is what a man is? Könnte jemand mir sagen, das ist das, was ein Mann ist? Have a think about that just for a moment. Denkt einfach einen Moment darüber nach. So we have males in the room. Males, people who Wir are haben male, männliche hier and we have people who are female. und wir haben weibliche Menschen hier. If you're a male, Wenn du männlich bist, are you a man? bist du ein Mann. Oder bist du ein Mann? Am I a man? Bin ich ein Mann? Is this young fellow here in the front row, is he a man? Ist dieser junge Mann hier vorne in der ersten Reihe ein Mann? Or is he a boy? Oder ist er ein Junge? I'm clearly older than this. He's an awesome young man too. Hier ist ein wundervoller junger Mann. I'm older, he's young, so he's a boy. Ich bin älter I'm und old, so er I'm ist a man. jünger. Er ist ein Junge und ich bin ein Mann. But am I really a man? Aber bin ich ein wahrer Mann? Or you could say, yes, of course you're a man. Und man könnte sagen, ja, du bist doch ein Mann. But am I a good man? Aber bin ich ein guter Mann? Am I an honourable man? Bin ich ein ehrbarer Mann? Am I a godly man? Bin ich ein göttlicher Mann? What does it mean to be a godly man? Was bedeutet es, ein göttlicher Mann zu sein? And this is also for the women. Das ist auch für die Frauen. What do you look for when you're looking for a man? Wonach suchst du, wenn du nach einem Mann suchst? What do you expect from the man you already Was have? erwartest du von dem Mann, den du kennst oder den du hast? Go on the next slide, please. Könnte ich bitte das nächste Foto haben? This is our middle daughter without her wedding. Das ist unsere mittlere Tochter und ihre Hochzeit. I created her. Ich habe sie erschaffen, ich habe sie gemacht. This is me in the background. Das bin ich hier. When she went and did this, Und als sie das gemacht hat, ihre Hände ausgestreckt hat, I cried. habe ich geweint. I was very proud Ich war so stolz, because she's standing up there worshiping. denn sie steht da und preist einfach den Herrn. And Fiona and I Und Fiona und ich created an environment for this to happen. haben diese Umgebung erschaffen, damit das passiert. So because my daughter does this, Und weil meine Tochter das tut, does that make me a man? macht mich das zu einem Mann. Am I a godly man? Bin ich ein göttlicher Mann? This is our youngest. Das ist unsere Jüngste. This is Hannah. Das ist Hannah. In case you didn't recognize her with her fancy wedding dress. Or Wenn ihr euch sie nicht erkannt habt, weil sie jetzt etwas anderes trägt. And we are watching our team Und wir schauen uns unser Team an. playing in a preliminary final. Well, you won't know what that is. Playing in a final. Das Finale haben wir uns angeguckt. If we win this game, we're going to the main final, the grand final. Hätten wir das Spiel gewonnen, würden wir in das Hauptfinale gehen. And we've been Das war waiting wahrscheinlich Halbfinale. many years for this. Und wir haben viele Jahre darauf gewartet. My team had not been in the grand final for 30 years. Mein Team war in dem Hauptfinale seit 30 Jahren nicht. For some people, this is a religion. Und für manche Menschen ist das Religion. Their sporting team. Ihr Sportteam. And so they stand and they cheer on. Und sie sitzen da und feuern sie an. But our daughter here, Aber unsere Tochter hier, despite cheering on, mit dem Lächeln auf despite dem cheering our team, sie hat unser Team angefeuert. go Tigers! Geht, Tigers! Tigers! Los! She still loves Jesus. Sie liebt immer noch Jesus. This is not her religion. Das ist nicht ihre Religion. This is fun. Das ist einfach nur Spaß. We have this bond. Wir haben A bond. My daughter and I have a bond. diesen Bund mit ihr. It was a fantastic day Es war ein total fantastischer Tag. to share that with my daughter. Und ihn mit meiner Tochter zu teilen. And we won.
Und wir haben gewonnen. And then we won the next game, we won the final. Und dann haben wir das nächste gewonnen und wir haben das Finale gewonnen. For the first time in 30 years. Zum ersten Mal in 30 Jahren. It was a good day. Es war ein toller Tag. For me to have a daughter like this, Für mich eine Tochter zu haben wie sie, am I a man? bin ich ein Mann. So you have two daughters like that, Ich habe zwei Töchter wie diese and a son who can jump like that on his motorcycle, und einen Sohn, der ziemlich hoch springen kann auf seinem Motocross. and they all love Jesus. Und sie lieben alle Jesus. How is that? Wie ist das? I say it's very cool. Ich würde sagen, das ist echt cool. I love it. Ich liebe es. But am I a man? Aber bin ich ein Mann? If I've got a if my children are doing well, does that mean I am doing well? Wenn es meinen Kindern gut geht, bedeutet es, dass es mir auch gut geht? Some people push their kids, push. Manche schieben ihre Kinder vor und sagen, los. Because if they become a great athlete, Denn wenn sie ein toller Athlet werden, ein toller Musician, Sportler, ein toller Musiker an actor, oder ein toller Schauspieler werden, then that must mean that they are good. dann ist das, was mich zu einem Guten macht. Well, are they? Ist es wirklich so? I know somebody who's Ich kenne jemanden, a car racer. He races cars, der Autorennen macht. and he's won Australia's most famous car race 6 times, I think. Und er ist von Australien der berühmteste, der diese Rennen macht. Er hat, glaube ich, schon 6-mal gewonnen. There's only 3 or 4 people that have done that. Es gab nur 3 oder 4 Menschen, die es jemals geschafft haben, soweit. His father won that race, I think, 4 times, Ich glaube, er hat es 4-mal gemacht. and his son Sein Vater hat es 4-mal gemacht und sein Sohn is a talented driver as well. ist auch ein talentierter Fahrer. Are they real men? Sind sie wahre Männer? Imagine the grandfather being very proud of his grandson Stellt euch vor, einen Großvater, der so stolz ist auf seine Enkel. and his son winning races. Und sein Sohn, der Spiele gewinnt, der Rennen gewinnt. So, I'm a man, Ich bin ein Mann. I can wear a suit, Ich kann einen Anzug tragen. I have a hairy chest, Ich habe eine behaarte Brust. but not very hairy. Nicht sehr. I have no hair on my head. Ich habe nicht so viele Haare auf meinem Kopf. That's a problem. Es ist ein Problem. So if I have a big house, Wenn ich ein großes Haus habe, nice hair, like a good hairstyle, eine tolle Frisur, or if I have any hair, oder wenn ich überhaupt Haare habe, I could have a fancy car. könnte ich ein tolles Auto haben. Does that make me a man? Macht mich das zu einem Mann? I could travel lots, Ich kann viel reisen, have lots and lots of kids. viele Kinder haben. My kids are successful, Meine Kinder sind erfolgreich. but am I a man? Bin ich ein Mann? No. No, nein, It's like, that's me. das bin ich. Am I a man? Bin ich ein Mann? What you don't see in this slide is this is me waiting for my daughter to come out. Ich stehe hier und warte auf meine Tochter, die rauskommen soll auf der Hochzeit. I've already expressed the fact that I love action Ich habe euch schon gezeigt, dass ich diese Abenteuer liebe. and I love pain. Dass ich Schmerz liebe. Well, I don't love it, but I don't mind it. Also ich liebe keinen Schmerz, aber ich gehe dem nicht aus dem Weg. Playing football, I've put people in hospital. Als ich amerikanischen Fußball gespielt habe, sind Menschen durch mich ins Krankenhaus gekommen. And I've been put into hospital. Und ich bin ins Krankenhaus gekommen. That's the part of the game sometimes. Das ist ein Teil des Spiels manchmal. I didn't try to hurt the people. Ich wollte nicht diesen Menschen wehtun. It just happens. Es passierte einfach. But in this photo, this is the man. Aber auf diesem Foto das ist der Mann. Next one, please. And you can't quite see it, but Und ihr könnt es vielleicht nicht ganz sehen. seeing my daughter come out of the bedroom ready for her wedding day, Aber als ich meine Tochter gesehen habe, wie sie aus dem Schlafzimmer gekommen ist und bereit war für die Hochzeit, I was crying. ich habe geweint. Next photo, please. Do we know this man? Kennen wir diese Männer oder diesen Mann?
He's a man. Surely he's a man. Er ist ein Mann, er ist doch wahrhaftig ein Look at his Mann. muscles. Guck mal, wie viele Muskeln er hat. And this was another, is he movie character? Und Movie das character? ist ein Charakter. He's a man, right? Er ist ein Mann, He richtig? could probably lift a truck if he needed to. Er könnte vielleicht einen LKW hochheben, wenn er müsste. He's smoking a big fat cigar. Und er raucht eine dicke, fette Zigarre. He's a man, right? Er ist ein Mann, richtig? Next one, please. What about this one? Was ist mit dem hier? Is he a man? Ist er ein Mann? Of course he is. Natürlich. He's a cowboy. Er ist natürlich ein Cowboy. All cowboys are men. Alle Cowboys sind Männer. Unless you've seen Brokeback Mountain. It's a movie. Don't worry. Doesn't matter. But some people think that all cowboys are men just because they're cowboys. Manche Menschen denken, dass Cowboys alle wahre Männer sind, nur weil sie Cowboys sind. Is it because of the clothes he wears? Ist es wegen den Sachen, die er trägt? Or what he does? Oder was er tut? Next one, please. What about these guys? Was ist mit diesen hier? Queer Eye for the Straight Guy. This whole TV show is about 5 guys Das ist eine Serie, 5 guys 5, 6 Jungs, who are homosexuals, die homosexuell sind. who would redesign a person Die eine Person verändern würden, who is heterosexual. die hetero sind. So, man, Mann. but most people, a lot of people would say, not man, not man, not man, Und die not man, meisten not würden man. sagen, kein Mann, kein Mann, kein Mann, kein They Mann. can't possibly be men. Sie können keine Männer sein. Next one, please. What about him? Was ist mit ihm? Sexiest man alive. Der sexieste Mann, der überhaupt lebt. I can't remember how many times he was voted that. Ich weiß gar nicht, wie oft er dazu We all know Brad Pitt. gesagt wurde. Wir kennen alle Brad Pitt. Successful actor. Ein erfolgreicher Schauspieler Gives lots and lots of money away. und gibt sehr viel Geld aus, Helps people. hilft Menschen. Apparently he's a really nice guy. Sieht so aus, dass er ein toller Mensch ist. Is he a man? Ist er ein Mann? He must be, sure. Er sollte. Next one, please. Do you know this guy? Kennt ihr diesen Menschen? Come on, kids. You guys know who he is, right? Wisst ihr, wer er ist? Who is it? Wer ist das? Ronaldo. Ronaldo. Probably one of the best football Wahrscheinlich players einer der besten Fußballspieler, that there is or has ever been. der überhaupt ist oder jemals gelebt hat. Surely he's a man. Ja, er ist bestimmt ein Mann. Next one, please. Spider-Man. 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 But he's kind Der of Spinnenmann. weedy and small, Er ist isn't he? irgendwie dünn und klein. Looks more like Spider-Boy. Sieht mehr aus wie ein Spider-Junge. Maybe Wie ein Spider-Boy. Spinnenjunge. Spider-Boy. Spider-Boy. Wie ein Spinnenjunge. Doesn't quite have the same ring, does it? Ist irgendwie nicht das gleiche, oder? Next one, please. Now there you go. Und da ist er. Right. Schaut mal. Look at that. Hier. He's got the hair, Er hat dieses Haar, muscles. die He's Muskeln. got the hammer. Er hat einen Hammer. He's got the deep voice too. Und er hat auch noch diese tiefe He's the Stimme. full package. Er ist einfach dieses volle Paket. Come on, everyone knows he's a real man. Jeder weiß, dass es ein wahrer Mann ist. Best of all, Und das Beste davon, he's Australian. er ist Australier. And he's got 2 other brothers. Und er hat noch 2 andere Brüder. And actually only lives about an hour and a half away from where I used to live. Und His er family lebt gar comes nicht from- so weit weg, wo ich früher gelebt habe. Next one, please. What about this guy? Wer ist das hier? Do we know who this is? Wissen wir, wer das ist? Bill Johnson. Bill Johnson. Surely this is a man. Das ist ein Mann. He's got grey hair. He has to be a man. Er hat graue Haare, er muss doch ein Mann sein. He's got good-looking hair. Er hat ein toll aussehendes Haar. This guy, he's a very. What you see on television Was ihr im Fernsehen seht, is what he is like. so ist er. So Bill Johnson has come to our church Bill Johnson kam in unsere Gemeinde in Australia every year In for Aus- about 20 years. in Australien, wo wir in Australien waren, kam er jedes Jahr 20 Jahre lang. I've met him a couple of times. Ich habe ihn einige Male getroffen. He's prayed for me. Er hat für mich gebetet. I know people who know him well.
Ich kenne Menschen, die ihn ziemlich gut kennen. And he's everything that everybody says that he is. Und er ist wirklich alles, was die Menschen sagen, er wäre. I should clarify that. Not the people that say Bill Johnson is evil and running a cult. Also nicht die Menschen, die sagen, dass er böse wäre und irgendwas anstellt. But he's a good man. Er ist ein wirklich guter Mann. And I'd say a godly man. Und ich würde sogar sagen, ein göttlicher Mann. What about the next one, Ein Mann please? Gottes. What about Und this der guy? nächste, wer ist das? Todd White. Todd White. Okay. Slightly more controversial. Etwas anders, ein bisschen. I've also met this guy as well. Kontrovers. Ich habe ihn auch getroffen. He's done 2 camps Er hat 2 Camps gemacht with my kids, mit meinen Kindern and I spent a weekend with him und sie haben ein Wochenende mit ihm verbracht, and the other young adults and the youth. als junge Erwachsene und Jugendliche. I've also met him. Ich habe ihn auch getroffen. He's prayed for me. Er hat für mich gebetet. He's a good guy, Er ist ein toller Mensch. and he heals lots of people, does lots of street ministry. Und er macht so viele Evangelisationen, so viele Heilungen passieren durch ihn. Is he a man? Ist er ein Mann? Surely Bill Johnson and Todd White are men. Natürlich, Bill Johnson und Todd White sind Männer. Next one, please. What about this guy? Und dieser hier, Does anyone know this guy? kennt jemand diesen hier? No? Nein? You in the front row. Do you know Der who this sitzt doch guy is? hier da vorne in der ersten Reihe. No? Surely he's a man. Ja, er ist sicherlich ein Mann. He's got 5 sons. Er hat fünf Söhne. I've got 1 son. Ich habe nur einen. Way more man than me. Viel mehr Männer als ich. And he's got 5 good sons too. Und er hat 5 tolle Söhne. I've met 4 in the physical, Ich habe 4 hier getroffen. and I believe I sense in the spiritual what the other one is like too. Und ich habe das Gefühl, dass ich im Geistlichen auch spüre, wer der andere ist. And they are fine young men. Und es sind 5 tolle Söhne. Good guys. Tolle junge Männer. In fact, 3 of them were up here this morning, all right? 4. 3 waren... 4. All 4. All 4. yeah. All 4. Alle 4 waren heute Morgen hier auf der Bühne. So he leads a church. Er führt eine Gemeinde, He's got 4 sons up here leading worship. hat 4 Söhne, die hier vorne Lobpreis machen. They're good guys. Es sind tolle They're Jungs, good looking guys. If I can say that. gut aussehende junge Männer, wenn ich das sagen darf. I've met them all. Ich habe sie alle getroffen And I'd say they're really good guys. und ich würde sagen, sie sind wirklich tolle I like them Männer. a lot. Ich mag sie sehr. So he's fathered those guys. Und er ist der Vater von ihnen. And he's fathering this house. Und er ist auch der Vater von diesem Haus. And everything I can see, he's doing a great job. Und alles, was ich sagen kann, ist, dass er eine tolle Arbeit leistet. This has got to be the winner, right? Er muss der Sieger sein. He's a man. Er ist der Mann. So what is a man? Was ist ein Mann? Back to me just for a moment. Wenn ich nochmal zurück zu mir komme für einen Moment. I'm an action man. Action man. Ich bin ein Mann des Abenteuers. I love adrenaline. Ich liebe diesen Adrenalinkick. I quite like risk. Ich mag es, das Risiko einzugehen. But I cry when my daughter comes out in a wedding dress. Aber ich weine, wenn meine Tochter in ihrem Hochzeitskleid herauskommt. I cry in worship. Ich weine, wenn ich Lobpreis mache. And I cry during romantic movies. Und ich weine, wenn ich romantische Filme schaue. It's very embarrassing. Es ist wirklich peinlich. Especially when it's in the cinema. Besonders, wenn es im Kino ist. You know, you're in the cinema and it's Und dark. wir sitzen im Kino und es ist dunkel und ich sitze und die drehen. Also über einen total dummen Film. And you think, okay, Und ich long denke, credits, long credits. okay. No, and then the lights come up. Und dann geht das Licht auf einmal And an I'm still, und ich sitze da. oh well, you know, I was cutting onions. Ich habe gerade nur Zwiebeln geschnitten. It's very embarrassing. Total peinlich. So back to what is a man. Also zurück zu dem, wer ist denn ein Mann? What is it like to be a man? Was bedeutet es, ein Mann zu sein? What are the benchmarks? Do you know what a benchmark? What should we be aiming for? Wonach sollten wir uns streben?
Who do we want to be as a man? Wer wollen wir sein als ein Mann? Who is a good example? Wer ist ein gutes Beispiel? Now, Pastor Vasili's five young sons Pastor Vasili hat 5 junge Männer. have been looking to him. Haben sie auf ihn geschaut? And they've been looking to other men that they see. Sie haben auf ihn geschaut und auf andere Männer um sich herum. We look at movie stars, Wir schauen uns Fernsehstars an, rock stars, Rockstars athletes, und Athleten, friends, Freunde, friends' fathers, die Väter von unseren Freunden, people who coach us, Menschen, die uns führen, people we see on television. Menschen, die wir im Fernsehen sehen. We see lots of other men. Wir sehen so viele unterschiedliche Männer. Or should I say, we see lots of other males. Oder sollte ich einfach nur sagen, wir sehen viele unterschiedliche männliche Geschlechter. What do we look for? Wonach suchen wir? Wonach streben wir? Are they men? Sind es Männer? Or are they men worth following? Oder sind es Worth following? Are they sind diese Männer es wert, dass man ihnen nachahmt oder ihnen folgt? So we're going to go to Genesis 5, 1. Mose 5, verse 9. Vers 9. My apologies, I've written the wrong thing down. Tut mir leid, ich habe das Falsche geschrieben. Is it 6, sorry? Genesis 6, 9. Yes, here it is, sorry. Genesis 6, verse 9. 1. Mose 6, Vers 9. This is the genealogy of Noah. Das ist die Geschichte von Noah. Noah was just a man, Noah, ein gerechter Mann, perfect in his generations. war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Perfect in his generations. Im Englischen steht sogar perfekt in seiner Generation. Perfect Perfekt in his generations. in seinen Zeitgenossen. Noah walked with God. Und Noah wandelte mit Gott. Could we sit on that just for a second? Können wir da einfach einen Moment drüber nachsinnen? Noah walked with God. Noah wandelte mit Gott. I believe nearly everybody, if not everybody in this room, has Ich heard that glaube, before. dass jeder in diesem Raum oder fast jeder das schon gehört hat. Noah walked with God. Noah wandelte mit Gott. What does that mean? Was bedeutet das? We can go for a walk. Wir können spazieren gehen. We're walking together. Wir gehen zusammen. Is that what it really means? Ist es das, was es wirklich bedeutete? I believe it does. Ich glaube, es ist. I believe it's much more though. Ich glaube, dass es sogar viel mehr ist. Because it shows a level of intimacy. Es zeigt eine gewisse Intimität. They were walking together. Zusammen zu gehen. They were chatting. Sie haben sich unterhalten. When you walk with somebody, you just walk with them and not say anything. Wenn du mit jemandem irgendwo hingehst, gehst du einfach nur und sprichst nicht? Sometimes, Manchmal. but other times you talk. Aber zu anderen Zeiten sprichst You du. talk about lots of things. Du sprichst über viele unterschiedliche Dinge. Noah walked with God. Noah ging und wandelte mit Gott. Okay. Verse 11. And now we jump to verse 11. Und dann Vers 11. The earth was also corrupt before God. Aber die Erde war verderbt vor Gott. And the earth was filled with violence. Und die Erde war erfüllt mit Frevel. So God looked upon the earth, Und Gott sah die Erde an. and indeed it was corrupt for all flesh, and corrupted their way on the earth.
Und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. And God said to Noah, the end of all flesh has come before me. Und da sprach Gott zu Noah, das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen. For the earth is filled with violence Denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt. through them, and behold, I will destroy them with the earth. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. So the earth was full of violence, So die Erde war voll mit Frevel, das heißt greed, mit Zorn, corruption, mit Korruption. everything you can think of. Alles, worüber ihr überhaupt denken könnt. So bad that God decided he has to start again. So, dass Gott entschied, von Null anzufangen. But not Noah. Aber nicht jetzt. Noah was a good man. Aber nicht Noah. Noah war ein guter, untadeliger Mann. He walked with God. Er wandelte mit Gott. He was a godly man. Er war ein Mann Gottes. And behold, I myself, jumping to 17 now. Vers 17. And behold, I myself am bringing flood waters on the earth to destroy from under the earth all flesh in which is the breath of life. Everything that was on the earth shall die. But I will establish my covenant with you, and you shall go to the ark. Your sons, your wife, and your sons, your wives with you. Vers 17 und 18. Denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensodem in sich hat, zu vertilgen. Unter dem ganzen Himmel, alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. And now in 22. Thus Noah did according to all that God commanded him. So he did. Vers 22. Und Gott machte es so, er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hat. Und Noah machte alles so, wie Gott es ihm geboten hatte. Thus Noah did Er machte according to all that God commanded him. alles, wie Gott es ihm geboten hatte. So he did. Also tat er es. So Noah is a guy, Also Noah ist ein Mann, he's surrounded by the filth of the earth. er ist umgeben von dem Frevel und von der Boshaftigkeit der ganzen Menschen. It's all going on. Es ist alles, was drumherum geht. There's prostitution, Da ist Prostitution, there's murder, da sind Mörder, there's just everything that's wrong. also alles, was falsch ist. But is Noah like that? Aber Noah ist nicht so. Noah walked with God. Noah wandelte mit Gott. So Genesis 22, 1. Mose 22. 2 to 14. 2 bis 14. Then he said, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey, and took 2 young men with him, and Isaac his son, and he split the wood for the burnt offering, and arose and went to the place which God had told him. Then on the 3rd day Abraham lifted his eyes and saw the place afar off. And Abraham said to the young men, stay here with the donkey and the lad, and I will go yonder and worship and come back to you. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen und den du lieb hast, Isaak, und gehe hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer, da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf, sattelte seinen Esel, er nahm 2 Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am 3. Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort in der Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe, wir wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. So Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son,
And he took the fire in his hand and a knife, and the two of them went together. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. But Isaac spoke to Abraham, his father, and said, "My father." And he said, "Here I am, my son." And then he said, Look at the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? Und da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? And Abraham said, "My son, God will provide for himself the lamb for the burnt offering." So the two of them went together. Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. So I have a son. Ich habe einen Sohn. This has been my favourite passage in the Bible since I was Das war probably meine 10. meine Lieblingsverse in der Bibel, seitdem ich ungefähr 10 Jahre alt bin. People would ask, what's your favourite passage? Und Menschen würden fragen, was ist deine Lieblingsgeschichte aus der Bibel? What's your favourite story? Was ist deine Lieblingszeilen in der Bibel? And it was instantly Und es war sofort im nächsten Moment, the one where Abraham was going to kill his son. als Abraham auf den Berg ging, um seinen Sohn zu töten. It's not because Abraham was going to kill his son. Es war nicht, weil Abraham seinen Sohn getötet hat. It's tragic. Es ist eine Tragödie. I have a son. I have one son. Ich habe einen Sohn, ich habe einen Sohn. This is Abraham's only son. Das ist Abrahams einzigster Sohn. And if you know the story of Abraham, Und wenn ihr die Geschichte von Abraham kennt, he had to wait a very, 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 very long time for hat his er eine son. sehr, sehr, sehr lange Zeit diesen Sohn erwartet. He was God's promise. Er war das Versprechen Gottes. God promised him a son. Gott hat ihm einen Sohn versprochen. Years and years and years and years. Jahre and years. und Jahre und Jahre und Jahre. And then God says, Und dann sagte Gott, I want your son. ich will deinen Sohn haben. I want you to sacrifice him. Ich möchte, dass du ihn opferst. Is there a father in the house? Has anyone got sons? Gibt es hier einen Vater, der Söhne Or a hat? daughter? Einen Sohn oder auch selbst, wenn es eine Tochter ist. Could you imagine Kannst du dir vorstellen, God coming to you and saying, Gott kommt zu dir und sagt, I want you to take your child, ich möchte, dass du dein Kind nimmst, your beloved child, dein geliebtes Kind, lay them out on a table, leg es hin auf den Tisch, take a knife nimm ein Messer and kill them. und töte es. Would you do it? Würdest du es tun? I don't know if I could. Ich weiß nicht, ob ich es könnte. I would like to think that I could. Ich möchte gerne denken, dass ich es könnte. Not that I would like to think I could kill my son. Nicht, dass ich diesen Moment, dass ich mein Kind Or töten either könnte. of my daughters. Oder eine meiner Töchter. But that's really not what this is about. Es ist nicht das, worum es überhaupt geht. This is about the faith that Abraham had Es geht um den Glauben, den Abraham hatte. in his father God. In seinen Vater. He had so much faith in God Er hat so viel Glauben an Gott gehabt. that he was willing to do whatever God asked him to do. Und er war bereit zu tun, was auch immer Gott ihn gefragt hätte. So there's lots of story around Abraham Es gibt viele Geschichten über Abraham. about him being told to go. Über ihn, wo ihm gesagt wurde, er soll gehen. He was a wealthy man, Er war ein sehr wohlhabender Mann. and he had land, Und er hatte viel Land gehabt. and he had animals, Und er hat viele Tiere gehabt. and God said, Und Gott sagte, "You're ready here. bist du bereit? Geh. I want you to go." Ich möchte, dass du gehst. And Abraham says, Und Abraham sagte, "Okay, okay, where are we going?" wo gehen wir hin? And God's like, "I'll show you. Und Gott sagte, ich zeige es dir. Just leave. Du musst es einfach machen. Leave your home. Verlasse dein Haus, Leave your family. verlasse deine Familie, Just take your immediate family, your sons. nimm einfach deinen Sohn. Like I won't go into the details, but you know what I'm saying. Ihr wisst, wovon ich rede. And just go." Und geh einfach, sagte Gott. So Abraham's response was, Abrahams Antwort war, "I will go,
ich gehe on one condition, unter einer Bedingung, that you come with me. dass du mit mir mitkommst. Because if you don't go, Denn wenn du nicht gehst, if you don't come with me, wenn du nicht mit mir mitkommst, I'm not going. werde ich nirgendwo hingehen. So we know that he did. Und wir wissen, dass er tat. Such was the relationship that Abraham had with God. So eine Beziehung hatte Abraham mit Gott. Do you know the expression that like this Kennt ihr so eine Beziehung, so Freunde or like this? oder so? Abraham, Abraham God, und Gott. like this. That's a relationship I would love to have. Das ist eine Beziehung, die ich haben möchte. Okay. Exodus 3. Exodus 3. 2. Mose 3, Exodus 3, verse 7 to 10. Vers 7 bis 10. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and we've heard their cry because of their taskmasters. I know their sorrows, so I have come to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them out from the land, to bring them to the land that are good and large land, the land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites, the Hittites and the Amorites, the Perizzites and the Hivites and the Jezreelites. I'm very, very good at this. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört, über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus dem Land, aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen, in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hittiter, Amoriter, Pheresiter, Hiviter und Jebusiter. We'll jump to 10. Come now, therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Vers 10. Und so geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. So we're talking about Moses here, right? Und wir sprechen hier über Mose, richtig? But Moses said to God, Aber Mose sagte Gott, who am I that I should go to Pharaoh? wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? That I should bring the children of Israel out of Egypt? Und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen solle. So he said, I will surely be with you, and this shall be a sign with you, and I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Da sprach er, ich will mit dir sein, und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. So Moses really wasn't jumping at this opportunity. Mose freute sich nicht so sehr über diese Möglichkeit. Who knows Moses was a stutterer? Did anybody know that? Moses went to God. Wer weiß, dass Mose einfach stur war? Mose ging zu Gott He's like, not me. und er sagte, nö, nicht ich. I'm no good. Ich bin nicht gut. Oh, I can't talk well. I can't talk proper. Ich kann nicht gut reden. I know there'll be somebody in this room right now. Ich weiß, hier gibt es jemanden in diesem Raum. If I was to call you up the front, Und wenn ich dich hier nach vorne bitten würde, you'd be horrified. dann würdest du einfach, nichts sagen können. Come up the front and stand next to me. Komm hier nach vorne und steh hier bei mir. And I want you to read this verse Und ich möchte, dass du diesen Vers liest. and explain what it means. Und dass du ihnen erklärst, was es bedeutet. And then convince everybody in the room that they should follow you to do something that they don't want to do. Und dann solltest du die anderen davon überzeugen, dass sie dir folgen sollen. Some of you go, yeah,
I'm in, I'm in. Und alle Männer sagen, ja, ich mache es. And some of you are going, Und andere sagen, oh nee, not me. nicht ich. That was Moses. Das war Moses, Stutterer. der gestottert hat. God had other plans. Gott hatte andere Pläne. So we know that Moses went through with it. Und wir wissen, dass Mose da durchgegangen ist. Moses led the Israelites out of Egypt. Moses hat das Volk aus Ägypten herausgeführt. There was a lot of people. Es waren viele Menschen. So you've got a man who had no confidence. Hier ist ein Mann, der überhaupt keine Sicherheit hat. Who was a stutterer. Er hat gestottert. Who suddenly manages to motivate Der es versucht, motiviert zu werden. Pharaoh. Er war angsterfüllt. Does anybody here have their own business? Hat hier irgendjemand sein eigenes Geschäft, They employ people. der andere Angestellte hat? Okay. You all work for somebody then perhaps? Okay, dann arbeitet ihr wahrscheinlich für jemanden. Let's just say your company that you work for has, say, 30,000 people. Lass uns sagen, dass die Arbeitsstelle, wo du bist, hat ungefähr 30.000 Menschen It's a angestellt. big company. Eine große Firma. And everyone just packs up and leaves. Und alle stehen auf und gehen. Would you be happy? Würdest du glücklich sein? No. Nee. So God gets Moses to do that. Aber Gott möchte, dass Moses das tut. Why Moses? Warum Mose? Moses was chosen. Weil Moses auserwählt war. So Exodus 34, 2. Mose 34. 34, Vers 29. Now it was so, when Moses came down from the Mount Sinai, and the two tablets of the testimony were in Moses' hand, when he came down from the mountain, that Moses did not know that his skin on his face shone while he talked with him. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg hinabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. David and Goliath. David und Goliath. Little man Kleiner Mann takes on a big man. stürzt einen großen ein. Little man killed bears, Ein kleiner Mann tötet Bären und Tiger. and he kills the giant Und er tötet diesen Riesen, that everybody feared. vor dem alle Angst hatten. David's mighty men. David war ein starker Mann. I won't go into it now, but it's in 2 Samuel. Und in Samuel We've got reports of one man killing 300 other men. wird beschrieben, wie ein Mann 300 andere tötet. Mighty men. Ein starker Mann. They're not just violent men for no reason. Sie waren nicht einfach nur zornig und boshaft aus keinem Grund, David is someone that you would actually say was a bit of a pin-up boy. sondern Pin-up is, when they get rock stars, they pin them on the wall of their bedroom. also David war eigentlich sowas wie ein Popstar, den man vergötterte. He's a Christian rock star. Er war ein christlicher Rockstar. He was the one that God loved. Er war der, den Gott liebte. But think about David. What did he do? Aber was hat David getan? He was a roarer. Er war ein Brüllender. He killed tigers. Er hat Tiger He killed getötet. men. Er hat Menschen getötet. He played the harp. Er hat das Spiel gespielt. He played the harp beautifully. Und er hat es gut, er hat die Harfe gespielt. And he danced. Und er hat getanzt. How many men here like to dance? Wie viele Männer mögen es hier zu tanzen? Excellent. Wow, cool. Can you teach me? Kannst du es mir beibringen? God keeps telling me to dance, and Gott sagt mir immer zu tanzen, aber I'm still working on that. naja, ich arbeite noch daran. You have these men Und er hat diese Männer in here. in dieser Bibel. You have these men here. Und wir haben diese Männer hier. You have them on the television.
Wir haben sie im Fernsehen. You have them in this room. Wir haben sie hier in diesem Raum. You have them down the street. Wir haben sie auf der Straße, In your workplace. auf deiner Arbeit. Everywhere you go. Egal, wo du hingehst. Unless you live on a mountaintop or in a village somewhere where you are the only man, Außer, dass du vielleicht irgendwo auf der Bergspitze lebst und du bist der einzige Mann dort, you'll see other men. wirst du andere Männer sehen. Who are you going to pay attention to? Wem wirst du Achtung schenken? Who are you going to listen to? Auf wen wirst du hören? Can we go back a couple of slides, please? Probably half a dozen. Oh, that's another one of my exploits. That's one of my crashed motorcycles. Das ist eines meiner Motorräder nach einem Unfall. Go backwards though, sorry. Zurück ungefähr vielleicht 6 Stück oder so. Back to some of the guys, Zu einem dieser Thor and Männer, Spider-Man. Spider-Mans oder sowas. These guys. I'm not saying these are bad people. Ich sage nicht, dass das schlechte Menschen wären. I imagine these are good guys. Ich denke, dass sie gute wären. I don't even know who that is. Ich weiß nicht mal, wer das ist. He's supposed to be, I don't know about him, but Ich weiß nicht wirklich über ihn. he's a good guy. Er ist ein guter Mann. Since I was a young man, Seitdem ich ein junger Mann bin, I aspired to be like Abraham. wollte ich wie Abraham sein. And it's been a bit embarrassing for me because Und war manchmal peinlich für mich, I've had words said over me calling me as an Abraham. denn es wurden Worte über mich ausgesprochen, wo ich als Abraham berufen war. And we are living a bit of an Abraham life, Wir leben so ein bisschen das Leben von Abraham. where God said, leave Australia, Gott hat uns gesagt, ihr müsst Australien verlassen. sell whatever you have, So, was hast du jetzt? and go to Europe. Verkaufe alles, was du hast und gehe nach Europa. Where are we going? Wo gehen wir hin? I will show you. Ich werde es euch zeigen. So we're here. So sind wir hier. But Abraham, Aber Abraham war ein Mann. the man that's willing to go all the way because God said so. Ein Mann, der bereit war, den ganzen Weg zu gehen, weil Gott es ihm gesagt hat. Noah, who walked with God. Noah, der mit Gott gegangen ist. Can you imagine building an ark? It's not a small thing. Könnt ihr euch vorstellen, eine Arche zu bauen? Es ist kein kleines Boot. Everybody around you is laughing at you. Alle Menschen um dich herum lachen dich aus. Are you willing to be the man Bist du bereit, dieser Mann zu sein, that will do what God asks you to do, der bereit ist, das zu tun, worum Gott dich bittet? regardless of what it looks like? Bedingungslos, To go to Pharaoh, um deine Angst zu überwinden. to convince people they're doing the wrong thing, Menschen zu überzeugen, dass sie das Falsche tun. to go to a land that you don't know, In ein Land zu gehen, das du nicht to kennst. stand up against a giant, Gegen den Riesen aufzustehen to walk with God. und mit Gott zu wandeln. It really hits me nearly every time. Das ist jedes Mal einfach so erschütternd für mich. Noah walked with God. Noah wandelte mit Gott. I want to walk with God the way Noah did. Ich möchte mit Gott wandeln, wie Noah es getan hat. I want to walk with God the way Moses did, Ich möchte mit Gott wandeln, wie Mose es getan hat. and David, Und David and Abraham, und Abraham and many, many other men that und are viele, viele andere Männer. good men, Gute Männer, godly men. göttliche Männer, Männer Gottes. Men that you can hold up and say, I want to be like that. Männer, zu denen du sagen kannst, ich möchte so sein wie er. And there are a lot of good men here on earth. Und es gibt viele gute Männer hier auf der Welt. I'm not just saying this here because it's his house, but Pastor Vasily, he's a good man. Ich möchte nicht sagen, nur weil er es hier ist, aber Pastor Vasili ist ein guter Mann. He's raising 5 good men. Er erzieht 5 gute Männer. I know many, many other good men. Ich kenne viele andere gute Männer. And I look to them and I go, what are they doing that I can do? Und ich schaue mir sie an und ich sage, was kann ich tun, was sie tun? How can I learn from them? Wie kann ich von ihnen lernen? How can I be closer to God? Wie kann ich Gott näher sein? Because if he's not going, Denn wenn er nicht geht, I don't want to go.
will ich nicht gehen. I don't want to do anything without Him, Ich will nichts ohne ihn tun, no matter what it is. egal was es ist. So in your quiet time, In deinem Gebet. and if you don't have any quiet time, I highly recommend you find some. Und wenn du noch keine Zeit hast für ein Gebet, dann möchte ich es dir empfehlen, dass du dir diese Zeit nimmst. And that can happen anywhere, anyhow. Und es kann überall sein, es kann irgendwie sein. I was doing my work, Ich habe gearbeitet, and I was on an oval. I was doing it's like a sports field. ich war auf einem Sportfeld I was doing hard physical work. und ich habe harte physische Arbeit geleistet. I had headphones in my ears, Und ich listening to music. habe Musik gehört. And it was that sort of like hard rock. Und ich habe Hardrock gehört. But it's Christian music. Aber es war christliche Musik, It was scripture. wie in der Bibel. And I was just crying. Und ich habe einfach nur geweint. I was glad I was in the middle of a sports field Ich war glücklich, dass ich mitten auf dem Feld stand, because no one could see me crying. denn niemand konnte sehen, dass ich weinte. But I could feel God's presence on me. Ich habe einfach Gottes Gegenwart gespürt. I was just picking weeds out of the ground. Als ich einfach nur diese Wurzeln herausgehoben habe. Sometimes when I'm driving, Manchmal, wenn ich fahre. it could be in the shower, Manchmal ist es in der Dusche. it can be anywhere. Oder egal wo. Find your time with Him. Finde deine Zeit mit ihm. Find the men in here. Finde den Mann da drinnen. Find the men here Finde den Mann hier, that are worth following, die es wert sind zu folgen. and follow them. Und folge ihm. Jesus said, Jesus sagte, He who has seen me has seen the Father. He who has seen me has seen the der Father. mich gesandt hat, der mich sieht, hat den Vater gesehen. I want to be a representation of the Father. Und ich möchte meinen Vater repräsentieren. So people, when they see me, they see the Wenn Father. Menschen mich sehen, sollen sie meinen Vater sehen. I believe each and every one of you men Und ich glaube, dass jeder von euch Männern can be that man. dieser Mann sein kann. Jesus lives in you. Jesus lebt in dir. So if they see you, they see Jesus. Wenn sie dich sehen, dann sehen sie Jesus. They see Jesus, they see the Father. Und wenn sie Jesus sehen, dann sehen sie den Vater. Every day, Jeden Tag, everywhere, überall, no matter. egal. And ladies, Und meine Damen, that's where you can be with your man. das ist da, wo du sein kannst, um einen Mann zu sehen. And I'll confess, we haven't had the perfect marriage. Und ich muss zugeben, wir hatten nicht die perfekte Ehe. My wife used to go, Fiona used to go to church. Meine Frau ging zur Gemeinde We just had an argument. und wir hatten eine Diskussion. It was obviously her fault. Es war natürlich ihre Schuld. And she'd go to church and she'd come back different. Und sie geht zur Gemeinde und kommt wieder anders zurück. And we'd be great. Und es war wieder alles gut. So it was obvious it was her fault. Es war natürlich sicher, es war nicht ihre We Schuld. were very rocky and we kept improving. As Fee went to church more and to this particular church, and Und je mehr wir diese Gemeinde besuchten, she kept coming back different. kam sie zurück verändert. We get to here Und wir hören and then we sort und of wir sind flattened bis out. hier und dann sind wir da. Turns out it wasn't her fault. It was me. Es war ich. Es war nicht sie, war daran schuld, es war ich. It wasn't until I stood up as a man, Es war bis zu dem Zeitpunkt, als ich aufgestanden bin wie ein wahrer Mann and took my responsibility as a man, und meine Verantwortung übernommen habe wie der wahre Mann. and I started to walk as best I can with that man, Und ich habe angefangen, so gut ich konnte, mit diesem Mann zu laufen. with my father, Mit meinem Vater. with Jesus. Mit meinem Bruder, mit Jesus. That I started to get my stuff sorted out. I started to fix my problems, Und ich habe angefangen, meine Probleme zu lösen. and we started doing this again. Und wir fingen an, wieder weiter zu steigen in unserer Beziehung. So, men, Männer, stand up, steht auf be a man. und seid Männer. So if you'd like to
if you I'll be here at the front afterwards, Ich werde hier noch eine Weile sein and I am not perfect, und ich bin nicht perfekt. not even close. Nicht mal nah dran. But if you would like some prayer, Aber wenn du ein Gebet möchtest, if you'd like to step in, wenn du da hineingehen möchtest, jump forward dann komm heraus. as the man. Wie der Mann. There's no judgment from me, I can assure you. Es ist ich kann dich nicht richten und werde es nicht tun. Because I'm no one to judge anybody. Denn ich bin nicht bereit, überhaupt jemanden zu richten. And I often say, even the greatest sports people, Und sogar die größten Sportler, even Ronaldo has a coach. sogar Ronaldo hat einen Coach. He still keeps getting better and better. Er wird immer noch besser und besser. At least he tries to keep getting better and better. Er versucht es immer weiter und weiter zu tun. So just by coming up the front or going to somebody else Ihr könnt einfach nach vorne kommen and saying, I would like to be better, und sagen, ich möchte besser werden. it doesn't mean you're here. Das heißt nicht hier. It just means you want to head in that direction. Das heißt, du möchtest And improve on what you already have. in die Richtung stoßen, dass du in die Richtung gehen möchtest. So I'm just going to close in prayer now, Und ich werde jetzt einfach mit einem Gebet abschließen. and then I'll hand it back to whatever happens afterwards. So Lord, I want to call on you, please, Lord. I call on you Und ich rufe zu dir, mein Herr. to keep improving me as a better man, Und first ich and bitte, foremost. dass du mich bestätigst, immer wieder zu einem Mann machst. Keep molding me. Ich möchte, dass du mich weiterhin formst. Keep chipping away the things that should not be there. Und die Dinge, die nicht da sein sollten, lass sie bitte fern von mir. Lord, keep improving me. Bitte bestätige mich, mein Gott. Fill me with your spirit. Erfülle mich mit deinem Geist. Guide my hands, Führe meine Hände my tongue, und meine Zunge my mind, und meinen Verstand. my everything. Alles von mir. Lord, help me to be the man that I need to be. Was mich dazu was mich zu einem Mann macht. The man you created me to be. Den Mann, den du in mir durch mich erschaffen hast. Lord, I lift up every man in this room, Und ich erhebe jeden Mann, der hier in diesem Raum ist. young, old, and in between. Egal welches Alter sie sind. Everyone who's not in this room right now. Und jeder, der jetzt hier nicht in diesem Raum ist. And we can all stand together, Wir können alle zusammenstehen support each other. Support each other. und einander unterstützen, To come closer to you, Lord. um uns dir anzunähern. That we will all choose as individuals Dass wir alle erwählt sind als einzige Individuen and as a community und als eine Gemeinschaft, to bring you in as the role model, um dich als Beispiel zu sehen, to walk with Jesus, um mit Jesus zu gehen, to walk with you, Father Lord. um mit dir zu gehen, mein Vater. Fill us, Holy Spirit. Erfülle uns, Heiliger Geist. Don't let us go anywhere without you. Lass uns nirgendwo hingehen ohne dich. Thank you again. Ich danke dir. Amen. Amen.